Die Trinity-Block-Bibliothek ist eine exklusive Funktion für ARES-Abonnenten, also für Anwender mit einer Trinity-Lizenz. Die Palette ist insofern einzigartig, weil ihr Inhalt in der Cloud gespeichert ist. Dies bietet einen großen Vorteil für Anwender, da die gleiche Bibliothek auf allen Geräten zur Verfügung steht. Wenn Sie zum Beispiel bei der Arbeit und zu Hause verschiedene Computer verwenden, Ihre Blöcke stehen Ihnen überall zur Verfügung. Die gleiche Bibliothek ist auch in ARES-CUDO verfügbar, für das nur ein Internetbrowser nötig ist, um an einer Zeichnung Änderungen vorzunehmen. Und Sie finden sie ebenso in ARES Touch, unsere CAD-Lösung für mobile Geräte. Sie können also Ihr Smartphone oder Tablet verwenden, um Blöcke in eine Zeichnung einzufügen, wenn Sie unterwegs sind. Die ARES-Software bietet Ihnen eine Trinity-Beispielblock-Bibliothek, deren Inhalt bereits kategorisiert ist. Anwender können aber ihre eigenen Ordner mit ARES-CUDO erstellen und sie entsprechend ihren eigenen Anforderungen füllen. Die Trinity-Block-Bibliothek kann ganz einfach mit anderen Anwendern oder ihrer gesamten Organisation geteilt werden. Dadurch wird es für die Unternehmen einfacher, eine standardisierte Bibliothek für alle Anwender bereitzustellen. Beim Erstellen der Trinity-Block-Bibliothek können Sie entscheiden, ob die Bibliothek für alle Anwender Ihrer Organisation freigegeben wird oder nicht. Auch nach der Erstellung können Sie jederzeit die Bibliothek für weitere Anwender freigeben, indem Sie auf das Freigabesymbol klicken und sie einladen. In diesem Dialogfenster können Sie auch festlegen, wer Ihrer Bibliothek Inhalte hinzufügen oder diese löschen kann, eingeschlossen die Unternehmensbibliotheken. Nur Anwender mit Editorrechten können Änderungen vornehmen. Beachten Sie, dass für die gemeinsame Nutzung von Bibliotheken in Ihrer Organisation zunächst im Grebert-Kundenportal ein Unternehmensprofil Ihrer Organisation erstellt werden muss und alle ARES-Anwender unter einem Administrator gruppiert werden müssen. Teilen wir den Bildschirm in zwei Ansichten. Auf der einen Seite sehen wir die geöffnete Trinity-Block-Bibliothek und auf der anderen Seite sehen wir in ARES-CUDO die Palette Trinity-Block-Bibliothek. Wenn wir hier das Dropdown-Menü öffnen, können wir sehen, dass die Kategorien in der Trinity-Block-Bibliothek der Ordnerstruktur innerhalb der Bibliothek entsprechen. Schauen wir uns die verschiedenen Kategorien an und vergleichen sie. Hier finden wir das Verzeichnis, das wir soeben erstellt haben. Wenn wir es öffnen, sehen wir, dass es noch nichts beinhaltet. Öffnen wir nun den entsprechenden Ordner der Bibliothek. Mit diesem Symbol können wir Blöcke in unseren leeren Ordner hochladen. Suchen wir nun das Verzeichnis, in dem unsere Blöcke gespeichert sind. Das kann ein lokaler oder ein Netzwerkordner sein. Wir laden alle Blöcke auf einmal hoch. Wie wir sehen, wird der Inhalt der Palette direkt mit dem Inhalt in der Cloud synchronisiert. In ARES Commander können wir die Trinity Block-Bibliothek Palette wie jede andere Palette öffnen, indem wir mit der rechten Maustaste in den Ribbon-Bereich klicken und die Palette im Kontextmenü auswählen. Alternativ kann die Palette über das Ribbon Einfügen aufgerufen werden. Wir können eine Kategorie auswählen und ihren Inhalt sehen. In diesem Fall das benutzerdefinierte Verzeichnis. Wir können einen Block einfügen, indem wir auf ihn doppelklicken und die üblichen Abfragen bestätigen. Auch von der Palette in ARES Commander können wir die Trinity Block-Bibliothek in ARES-CUDO öffnen. Wir wollen das zuvor erstellte Verzeichnis öffnen und 3 nicht mehr benötigte Blöcke entfernen.
Die Palette in Ares Commander wird automatisch aktualisiert. Falls nicht, können wir die Palette über dieses Icon manuell aktualisieren. Wir laden neue Blöcke hoch und sehen, dass die Palette in Ares Commander synchronisiert wird. Als Bearbeiter dieser Bibliothek kann ich auch Änderungen aus Ares Commander heraus vornehmen. Klicke ich beispielsweise mit der rechten Maustaste auf einen Block und wähle Löschen, verschwindet dieser auch in Ares Kudo. In Ares Touch finden Sie leicht das Symbol, das die Palette der Trinity Block Bibliothek öffnet. Der große Nutzen ist, dass Anwender, die vor Ort Erhebungen durchführen und mit mobilen Geräten arbeiten, immer eine aktuelle Blockbibliothek nutzen können. Die von Anwendern vor Ort mit Ares Touch eingebrachten Informationen stehen den Mitarbeitern im Büro ohne jeden Zeitverlust zur Verfügung, die mit Ares Commander oder mit Ares Kudo am Projekt weiterarbeiten.